Madison heißt diese süße kleine Maus. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein Streamer, ein DAC und ein Vorverstärker, alles in diesem winzigen Gehäuse. Und hinten hat sie ein süßes Schwänzlein und dieses Schwänzlein führt zu ihrem Schaltnetzteil. Leider nur ein Schaltnetzteil, aber die Firma sagt, sie hat das Allerbeste draus gemacht. Warum bietet sie aber dann doch ein Upgrade-Netzteil an, mehr als doppelt so groß wie das Gerät selbst? Also in einem geradezu grotesk unproportionalen Formfaktor, der mich spontan an dieses Bild aus Indien erinnerte. Wer klein anfängt, merkt aber nach längerem Hinhören eventuell mit der Zeit, dass das Gerät, will man es klanglich ein wenig aufpeppen, eine bescheidene Zuzahlung in Höhe von 50% des Streamerpreises erfordert und dann eigentlich 7.500 € kostet. Das ist wie bei Temu oder hier in Thailand bei Lazada und Shopee und ähnlichen chinesischen Verkaufsgenies, wo Sie auf ein paar elegante Lederschuhe für 5 € klicken, um dann festzustellen, dass das nur der Aufpreis für qualitativ bessere Schuhbänder war. Bei Geräten, die in die Zehntausende gehen, verstehe ich die Auftrennung, hier spielt Geld keine Rolle mehr und die letzten High-End-Millimeter kann man wirklich nur noch über gewaltige separate Teile erkämpfen. Ansonsten lobe ich mir eher so etwas wie den 432 Evo Ian Streamer. Da ist ein wirklich erwachsenes Linearnetzteil schon im Preis inbegriffen. Und wenn einem das nicht hübsch und stark genug ist, greift man gleich zur Master Edition. Da ist dann das Netzteil in einem passenden, verstärkerartig massiven Gehäuse auch schon einkalkuliert und tatsächlich im Lieferumfang dabei. Diese Geräte haben ihren stolzen Preis, aber der Kunde weiß von vornherein, auf welches Kostenniveau er sich da einlässt. Das war in meinem persönlichen Fall einer der Gründe für den Kauf des T8. Ich gehe nämlich davon aus, dass Eversolo längst herumprobiert und genau gewusst hat, welcher Aufwand an Netzteil dem Gerät angemessen ist, um das Optimale herauszuholen. Und genau das bietet die Firma dem Kunden an. Die mittlerweile weitgehend übliche, ja geradezu selbstverständliche Baukastenaufpreispolitik zur Vertuschung der wahren Endkosten ist mir zu mühsam. Ich kenne mein Budget und kaufe genau dementsprechend. Warum mit falschen Illusionen anfangen und dann zähneknirschend nachkaufen? Gehen wir mal die realistische Rechnung durch. Watson bietet die 3 genannten Funktionen für 5 € pro Hi-Fi-Gramm an, was im Vergleich zu einem Gramm Gold immer noch billig ist und auf einen Listenpreis von 5.000 € hinausläuft, weil das Gerät ungefähr 1000 Gramm wiegt. Aber wirklich fertig sind Sie damit nicht unbedingt. Darauf werde ich in meinem Test gleich zurückkommen. Entschuldigen Sie, dass ich mich zu diesem kleinen Rant hinreißen ließ. Eigentlich wollte ich Schritt für Schritt von meiner Bekanntschaft mit Fräulein Madison erzählen, wie ich das im letzten Video versprochen habe. Und deshalb heißt es jetzt: Hallo René hier, heute kommt die angekündigte Streamer-Präsentation und der Vergleich mit dem T8. Die geheimnisvolle Schachtel wurde geöffnet, das Objekt der Begierde vom Händler enthüllt. Erstaunlich ist es ja schon, wie viel feinste und hochwertige Elektronik die Firma so sauber
und bestechend präzise verarbeitet in einer Edelkonservendose mit den zierlichen Abmessungen von 17 mal 18 mal 5 Zentimeter unterbringen kann. Wer sich aber erst einmal in den schnuckeligen Mini-Streamer verliebt und ihn gerade wegen seiner Zierlichkeit und fast schon aufdringlichen Unscheinbarkeit kauft und später dann das Netzteil nachordert und drunter stellt, fragt sich womöglich geknickt, warum er für seine 7500 nicht gleich ein massives, stattliches und repräsentatives Gerät erworben hat. Das ist meine private, völlig subjektive Meinung und ich würde gerne wissen, wie Sie diesen Trend zur Miniaturisierung sehen. Halten Sie das für einen Fortschritt, zum Beispiel weil Sie selbst gerne Platz im Regal sparen, oder setzen Sie doch eine gewisse Untergrenze für ein haptisches Minimalhandling? Ich bin diesbezüglich ein Fossil und trauere den Zeiten nach, wo noch alles aus dem Vollen gedreht war und jeder Drehknopf schnurrte und jeder Schalter satt klickte oder ploppte. Ich fürchte, die Wischgeneration kennt das gar nicht mehr. Außer einer Buchse für Kopfhörer ist der einzige Drehknopf am Madison ein digitaler Volumeregler. Der läuft so butterweich, dass es ein wahrer Genuss ist, das muss ich zugeben. Aber den brauchen nur die Kunden, die ihn mit dem Madison Verstärker betreiben wollen. Und im rückwärtigen Anschlussfeld hat man wirklich radikal gestrichen. Egal wie nah Sie heranzoomen, Sie finden außer einem Ethernet-Eingang, den man ja nun wirklich nicht weglassen konnte, nur Toslink und einen RCA-Stecker für Coax. Kein iSquare, kein USB, nada. Nichts für Spielkinder. Kein Display, keine Menüs, keine Filter, keine Raumkorrektur, nichts für Herumprobierer, nichts für künftig Ausbauwillige. Aber der große Hit für Technikmuffel, die nur einschalten und hören wollen. Übrigens, die App ist eigentlich konzipiert und optimiert für iOS. Das Gerät kann aber notfalls auch mit Android betrieben werden. Aber naja, wir wollten ja gar nicht stundenlang herumtüfteln, sondern nur hören, wie das Gerät im Vergleich zum T8 über den Accuphase Stack klang. Herzlich willkommen zum Kampf der ungleichen Brüder. Wir begannen mit der Variante, die sich als die beste erwiesen hatte. Signal über den Gustard zum Madison und vom Madison über RCA zum Yardis Vorverstärker. Erstmal eine kleine Schreckminute für mich, den ängstlich transpirierenden, frisch gebackenen T8-Besitzer. Das war verdammt transparent. Es klang irgendwie feiner als über meine Kombi. Aber dann ließ die Begeisterung nach, wie das Helium aus einem geöffneten Luftballon entweicht. Als hoher Preis für die Feinheit waren Kraft, Farbigkeit und Dynamik merklich reduziert. Mein Händler wusste sofort, was die Uhr geschlagen hatte. Das war ja nicht seine erste Demo. Probieren wir es jetzt mal ohne Yardis. Gehen wir direkt vom Madison in die Endstufe, schlug er vor. Die Madison hat ja ihren eigenen Lautstärke-Kontrollregler. Ehrlich gesagt, ein Wunder habe ich nicht erwartet. Meistens sind die integrierten Vorstufen eher relevant für Leute, die sich das Geld für die externe Vorstufe und damit auch für weitere teure Kabel sparen möchten oder für Leute, die es gern so einfach und unkompliziert wie möglich haben wollen. Meistens hört man aber den Rat, wenn Sie das letzte Quäntchen ausnutzen wollen, gönnen Sie Ihrem Streamer lieber einen richtigen Vorverstärker. In diesem Fall war es anders.
Mädchen Madison blühte ein wenig auf, spielte körperhafter und lebendiger, behielt aber die duftige Transparenz, die von Anfang an als Charakteristikum aufgefallen war, bei. Eine halbe Minute lang tröstete ich mich mit dem nicht zu leugnenden Preisunterschied. Aber dann war es so, als ob mir ein böser High-End-Geist eine Gardine vors Gesicht geschoben hätte. Ich verlor den Kontakt zur Musik. Bei aller himmlischer Feinheit, mehr und mehr vermisste ich die Spiel- und Hörfreude, die überschäumende Dynamik und vor allem die Emotionalität, die mir das Team T8 und DP430 geliefert hatten. In meiner Unsicherheit blickte ich immer öfter seitlich zu meiner Frau hinüber. Wenn ihr der Madison besser gefiel, dann war es einfach nur meine Psyche, die sich sträubte, die bittere Niederlage hinzunehmen. Aber sie sagte, etwas schüchtern und befangen, fast entschuldigend, also, wenn du mich fragst, mir hat unsere Kombi besser gefallen. Der Spaßfaktor ging uns also beiden über einen Tick mehr Transparenz und Eleganz. So fiel der Vergleich jedenfalls am 27. Dezember mit meinem ganz speziellen Setup hier in Hua Hin bei 27 Grad, 66% Luftfeuchtigkeit und einer Windstärke von 9 Kilometern aus. Unter anderen Umständen könnte das Ergebnis natürlich auch ganz anders ausfallen. Deshalb sagt das nichts gegen den Madison und bescherte mir sogar einen erfreulichen Lernerfolg. Ich verstand nämlich plötzlich all die Widersprüchlichkeiten in den Reviews, die ich mir in der letzten Zeit so zu Gemüte geführt hatte. Da wurden doppelt so teure Streamer im Vergleich mit halb so teuren als schlechter empfunden. Da wurden die Streamer kleinere Firmen gegen die heiligsten und unantastbarsten Namen ins Feld geführt. Da wurde dasselbe Modell vom einen geringschätzig abgetan und vom anderen über den grünen Klee gelobt. Da sagten die Tester so und die kommentierenden Abonnenten wiederum ganz anders. In diesem Dilemma kam mir zufällig eine Erinnerung an eine Zeit meines Lebens, wo ich hin und her gerissen war zwischen einem staubtrockenen portugiesischen Champagner und einer russischen Champagnersorte, die fruchtig und muskatig schmeckte. Beim Thema Streamer hat nun der fruchtige China-Champagner letztlich gewonnen, aber ich kann es verstehen, wenn andere den technisch diszipliniert geradlinigen, mikroskopisch feinseitigen Champagner der Schweizer Firma bevorzugen. An dieser Stelle möchte ich nochmal zurückkommen auf das optionale Mini-Monsternetzteil. Dass es die vermissten Ingredienzien wie überschäumendes Temperament, wilde Romantik, Farbenwirbel, Dynamik und musikalisches Charisma hinzufügt, ist möglich, aber fraglich. Und der kleine Boost kostet, wie gesagt, 2.500 € extra. Der T8 hat das alles schon für den halben Preis des Madison Netzteils alleine. Ich finde, man sollte Fräulein Madison einfach so mögen, wie sie ist, optisch und klanglich. Ich aber bleibe aus guten Gründen beim T8. Tschüss.